Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht's um das Thema Differentiale an der C3 und C2. Ich habe hier einmal ein Kundendifferential, das wird mir gebracht. Da unten auch noch ein weiteres Differential stehen. Aber heute soll es um dieses Diff hier gehen. Das hat mehrere Probleme. Zum einen einmal hier, dieser Yoke ist noch okay, der hat recht wenig Spiel. Es ist aber hier bei diesem Yoke eindeutig erkennbar, dass da das Spiel zu groß ist. Und auch ein weiteres Thema ist hier an der Tagesordnung, und zwar, wenn man hier hinten an dem Yoke dreht, dann macht das immer so leicht ruckartige Bewegungen, so als wäre das Lager dort eingelaufen. Also man spürt das an der Hand. Man kann das jetzt in dem Video so nicht so richtig zeigen, aber es ist definitiv so, dass hier das Pinion sich nicht gut drehen lässt. Deswegen werden wir hier alles aufmachen und die Lager hier erneuern. Ja, dafür entfernen wir jetzt erstmal den Deckel hier. Machen wir mal die Schrauben ab. Und dann können wir auch hier das Differential uns von innen mal anschauen. So, der Deckel war schon ab. Das Öl ist schon abgelassen und auch schon mal ein bisschen vorgereinigt. Können wir hier das Innere vom Diff sehen. Das ist einmal der Korb hier auch mit den Dreiplamellenkupplungen und den Federn. Und hier sieht man die Sprengringe von den Stub Axles. Ich hole mal gerade etwas Licht. Hier kann man sehen, dieser Stub Axle ist noch in Ordnung. Und der linke, der ist schon abgerieben und kaputt. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir den rausbekommen, weil der sich schon aufgepilzt hat. So, mit der Sprengringzange holen wir jetzt den Sprengring dort raus. Und jetzt werden wir aber nicht rausbekommen, weil der jetzt da an diesem aufgepilzten Kragen hängen bleibt, wie man hier sieht. So, und dann gehen wir mal an den zweiten hier. Dann ist er auch schon draußen. So, und diesen müsste man jetzt eigentlich gut ziehen können. Der geht gut raus. Da sieht man auch noch hier die Schräge oben, die ist noch vollständig erhalten. Dann sind die noch okay. Ja, die Seite kommt nur mit Hammerschlägen raus. Das liegt daran, dass hier oben, wie man das hier sehen kann, die Anlagefläche, die ist komplett aufgerieben und platt gedrückt im Vergleich zu hier. Ein Simmering hat es auch zerstört. Den machen wir dann eh neu.
Ja, als nächstes lösen wir dann den Ring und dafür müssen wir hier die Lagerung entfernen. Und zwar sind da hier die beiden Brücken. Müssen wir los. Die halten hier die Lager. So, unter dem Yoke sitzt der Simmering. Der war hier auch undicht gewesen. Sieht auf jeden Fall jetzt erstmal nicht beschädigt aus, aber ja, hat auf jeden Fall Öl verloren. Was man auf jeden Fall hier sehen kann, ist, dass der nicht mehr 100% hier anliegt. Das könnte auch der Grund gewesen sein, dass der nicht 100% gesessen ist. So, den Simmering habe ich jetzt rausgeschlagen. Darunter sitzt das erste Lager, das äußere. Den Korb und das Tellerrad jetzt schon ein Stück rausgehoben bzw. rausgehebelt. Hier muss man gucken, dass man das irgendwie angesetzt bekommt, damit man überhaupt da drunter kommt, um eben dann das Ganze nach oben zu bekommen. Hier sieht man auch, hier ist die Lagerschale. So. Das ist die Lagerschale von hier. Und hier sitzt der Ring. Und hier drin sitzt der sogenannte Crush Sleeve. Das ist die Hülse, die gequetscht wird und die Vorspannung zwischen den beiden Lagern hier als Abstandshalter einstellt. Dort sitzt der innere Lagerring. Dort der äußere. Was man hier schön sehen kann, ist, dass das äußere Lager auf jeden Fall gefressen hat, beziehungsweise Fressspuren hat an den Rollen. Und ja, ich versuche euch das mal zu zeigen. Also hier diese Rollen, die haben auf jeden Fall überall leichten Lochfraß. Ich versuche es mal mit Licht hier einzufangen. Also hier sieht man es auch. Ich hoffe, dass der scharf stellt. Und man kann auch Ähnliches erkennen hier in der Lagerschale selbst. Die hat auch schon Lochfraß, kleine Stücke. Wo Material herausgebrochen ist.
Es scheint einfach so, als ob die nicht genügend Schmierung erhalten hätte. Wir haben auch hier eine Ölbohrung. Müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass da alles frei ist. Aber das war auf jeden Fall das Schadensbild hier. Das äußere Lager. Das innere Lager sieht noch recht gut aus. Ich werde das jetzt tauschen und dann das Ganze wieder zusammenbauen. Okay, danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.